Man erkennt Menschen, die zu viel erlebt haben, selten an ihren Worten. Man erkennt sie an den kleinen Dingen, an der Art, wie sie kurz still werden, wenn der Tonfall eines Menschen sich verändert, an diesem schnellen Blick zur Tür in fremden Räumen, an dem Reflex, sofort zu sagen, alles gut, obwohl innerlich längst etwas zusammengebrochen ist. Und genau das macht emotionalen Schmerz so unsichtbar. Viele der stärksten Menschen tragen Geschichten in sich, über die sie niemals sprechen würden. Wer lange leiden musste, entwickelt irgendwann Verhaltensweisen, die von außen oft seltsam wirken. Manche halten diese Menschen für distanziert. Andere nennen sie kompliziert. Doch in Wahrheit reagieren sie nur auf Erfahrungen, die ihr Nervensystem nie wirklich vergessen hat. Das Gehirn lernt aus Schmerz schneller als aus Glück. Und genau deshalb verändert Leid nicht nur Erinnerungen, sondern ganze Persönlichkeiten. Eines der auffälligsten Merkmale ist die ständige innere Wachsamkeit. Menschen, die oft enttäuscht oder verletzt wurden, beobachten ihre Umgebung unbewusst permanent. Sie achten auf Blicke, auf Pausen zwischen Worten, auf minimale Veränderungen in der Stimmung anderer Menschen. Während andere einfach nur ein Gespräch führen, analysiert ihr Kopf bereits: Ist etwas falsch? Kommt gleich ein Konflikt? Muss ich mich schützen? Das klingt übertrieben, ist es aber nicht. Wer oft emotional verletzt wurde, entwickelt ein Nervensystem, das ständig Gefahr erwartet. Und genau hier entsteht ein großes Missverständnis. Viele dieser Menschen wirken ruhig, kontrolliert, stark. Doch diese Ruhe kommt nicht immer aus innerem Frieden. Manchmal entsteht sie aus jahrelanger Vorsicht. Sie haben gelernt, dass falsche Worte Konsequenzen haben können. Also denken sie länger nach, halten Gefühle zurück, beobachten erst, vertrauen später oder gar nicht. Besonders auffällig wird das in Beziehungen. Menschen mit tiefer emotionaler Vergangenheit öffnen sich selten sofort. Nicht, weil sie kalt sind, sondern weil Nähe für sie gleichzeitig etwas Schönes und Gefährliches geworden ist. Ein Teil von ihnen wünscht sich Verbindung. Der andere Teil rechnet bereits mit Enttäuschung. Und genau dieser innere Konflikt macht Beziehungen für sie so anstrengend. Sie wollen Vertrauen, aber ihr Kopf erinnert sie ständig daran, wie sich Verrat angefühlt hat. Deshalb testen sie Menschen oft unbewusst. Nicht manipulativ, sondern aus Selbstschutz. Sie beobachten, ob jemand wirklich bleibt, ob jemand Geduld hat, ob jemand nur Interesse zeigt, solange alles leicht ist. Denn Menschen, die zu viel gelitten haben, wissen etwas, das andere oft erst später lernen. Nicht jeder, der Nähe zeigt, meint es ehrlich. Und plötzlich verändert sich ihr gesamtes Sozialverhalten. Viele ziehen sich zurück, nicht weil sie Menschen hassen, sondern weil Ruhe manchmal sicherer wirkt als neue Verletzungen. Das Handy bleibt unbeantwortet. Treffen werden abgesagt. Man verbringt mehr Zeit alleine. Und irgendwann gewöhnt man sich so sehr daran, alles mit sich selbst auszumachen, dass Hilfe sich fremd anfühlt. Doch genau hier wird es gefährlich. Denn Isolation heilt nicht immer. Manchmal schützt sie nur kurzfristig vor neuem Schmerz. Tief im Inneren bleibt trotzdem dieses Bedürfnis nach echter Nähe bestehen. Menschen wollen verstanden werden. Selbst die, die behaupten, niemanden zu brauchen. Das Verrückte daran: Gerade Menschen, die innerlich am meisten kämpfen, entwickeln oft die größte Empathie. Sie spüren sofort, wenn jemand traurig ist. Sie merken, wenn hinter einem Lächeln eigentlich Erschöpfung steckt. Sie hören Dinge zwischen den Worten, weil sie selbst wissen, wie sich versteckter Schmerz anfühlt. Und genau deshalb werden sie oft zu den Menschen, die immer für andere da sind. Doch fast niemand fragt, wer eigentlich für sie da ist. Viele von ihnen übernehmen unbewusst die Rolle des Zuhörers, des Problemlösers, der stabilen Person. Sie helfen anderen, beruhigen andere, tragen andere, während sie selbst innerlich längst erschöpft sind. Und genau das passiert häufig bei Menschen, die früh lernen mussten, ihre eigenen Gefühle hinten anzustellen. Sie werden emotional stark für alle anderen, aber verlieren irgendwann den Zugang zu sich selbst. Ein weiteres Verhalten zeigt sich besonders nachts. Tagsüber funktioniert alles halbwegs. Arbeit, Gespräche,
Ablenkung. Doch sobald Ruhe entsteht, beginnt der Kopf zu arbeiten. Erinnerungen tauchen auf. Alte Situationen werden analysiert. Gespräche werden im Nachhinein zerlegt. Hätte ich anders reagieren sollen? Warum ist das passiert? War ich schuld? Und genau diese Gedankenspiralen können Menschen emotional komplett erschöpfen. Denn wer zu lange leiden musste, entwickelt oft ein extremes Bedürfnis nach Kontrolle. Kontrolle bedeutet Sicherheit. Sicherheit bedeutet Überleben. Deshalb planen viele alles durch, denken an jedes mögliche Problem im Voraus, reagieren empfindlich auf Chaos. Nicht, weil sie schwach sind, sondern weil ihr Inneres irgendwann beschlossen hat, Überraschungen sind gefährlich. Und trotzdem besitzen genau diese Menschen oft eine besondere Stärke. Nicht diese laute Stärke, die Aufmerksamkeit sucht, sondern stille Stärke. Die Art von Stärke, die entsteht, wenn jemand gelernt hat, trotz innerem Chaos weiterzumachen. Viele von ihnen haben Dinge überlebt, die niemand gesehen hat. Einsame Kämpfe, emotionale Zusammenbrüche, Nächte voller Gedanken, und trotzdem stehen sie morgens wieder auf und funktionieren. Doch genau darin liegt manchmal das Problem. Weil sie so gut funktionieren, merkt niemand, wie müde sie wirklich sind. Nicht jede Erschöpfung kommt von Arbeit. Manche entsteht durch jahrelanges emotionales Überleben. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem Menschen erkennen müssen, dass Stärke alleine keine Heilung ist. Dass man nicht alles alleine tragen kann. Dass dauerhafte Selbstkontrolle irgendwann die eigene Persönlichkeit erstickt. Hier beginnt oft der schwierigste Teil. Wieder zu lernen, sich sicher zu fühlen. Denn Menschen, die zu viel gelitten haben, misstrauen Frieden oft mehr als Chaos. Ruhe wirkt ungewohnt. Ehrliche Freundlichkeit fühlt sich verdächtig an. Liebe macht Angst. Nicht, weil sie keine Liebe wollen, sondern weil Verlust sich einmal zu tief eingebrannt hat. Doch langsam kann etwas passieren. Kleine Dinge verändern sich. Man beginnt Grenzen zu setzen, ohne Schuldgefühle zu haben. Man hört auf, jedem gefallen zu wollen. Man erkennt, dass man nicht ständig kämpfen muss, um wertvoll zu sein. Und plötzlich entsteht eine neue Art von Stärke. Nicht mehr die Stärke des Überlebens, sondern die Stärke innerer Ruhe. Menschen, die viel gelitten haben, tragen Narben, die niemand sieht. Aber genau diese Narben machen sie oft besonders aufmerksam, tiefgründig und mitfühlend. Sie verstehen Schmerz auf einer Ebene, die man nicht aus Büchern lernen kann. Und wenn sie anfangen zu heilen, entsteht daraus etwas Seltenes. Echte emotionale Reife. Denn am Ende verändert Leid Menschen nicht nur negativ. Es kann auch Bewusstsein schaffen. Tiefe, Verständnis. Die Fähigkeit, andere wirklich zu sehen. Und vielleicht besteht die größte Heilung irgendwann darin, zu erkennen, dass man nicht nur das Produkt seiner Vergangenheit ist, sondern auch die Person, die sich trotz allem entschieden hat, weiterzugehen. Doch genau hier beginnt eine noch tiefere Frage. Warum spüren manche Menschen trotz all ihrer Wunden, dass in ihnen noch etwas Größeres verborgen liegt? Warum haben manche dieses Gefühl, niemals wirklich in die normale Welt gepasst zu haben, als würde etwas in ihnen auf ein anderes Leben warten? Und genau darum geht es im verlinkten Video. Um dieses seltsame innere Gefühl, dass man für mehr bestimmt ist. Und warum gerade Menschen mit einer schweren Vergangenheit dieses Gefühl oft besonders intensiv wahrnehmen.